Ich habe auf mein Handy geschaut, in der Hoffnung, dass jemand geschrieben hat. Vielleicht eine Nachricht von den Kindern oder ein kurzer Gruß von einem alten Bekannten. Aber da war nichts, nur das kalte Leuchten des Displays. In diesem Moment habe ich mich gefragt, bin ich jetzt einer von denen? Einer von denen, die ab 60 einfach unsichtbar werden. Einer von denen, über die man sagt, ach ja, der wohnt da hinten allein, man sieht ihn kaum noch. Wir reden bei Leben reifer weiter, oft über Tipps, Gesetze und praktische Vorsorge. Aber heute möchte ich ehrlich zu euch sein. Ich habe diesen Moment der Isolation selbst gespürt. Den Moment, in dem man merkt, die Kinder haben ihr eigenes Leben. Sie sind mit ihrem Job, ihren eigenen Sorgen und ihren Familien voll ausgelastet. Die alten Kollegen rufen nicht mehr an, weil man nicht mehr Teil des täglichen Getriebes ist. Und der Kreis der Menschen, die wirklich nach einem fragen, wird unmerklich immer kleiner. Ich habe mich fast geschämt dafür. Ich dachte, ich hätte etwas falsch gemacht. Aber genau in dieser Scham liegt die Falle. Heute erzähle ich euch, wie ich aus diesem tiefen Loch wieder herausgekommen bin. Und warum mein größter Fehler eigentlich mein größtes Geschenk war. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn die Erkenntnis, die ich am Ende dieser Reise hatte, ist der absolute Gamechanger für jeden, der ab 50 oder 60 wieder echte Verbindung sucht. Eine Wahrheit, die so einfach ist, dass wir sie oft übersehen, aber so mächtig, dass sie alles verändern kann. Die Wahrheit ist, das Leben im Alter verändert sich schleichend. Wir definieren uns oft über Jahrzehnte hinweg über unsere Rollen. Der Job, die Erziehung der Kinder, die Pflege der eigenen Eltern. Wir waren immer die Macher, die Versorger, die Ansprechpartner. Und dann, mit 60 fallen diese Rollen oft weg. Der Terminkalender leert sich. Das ist der Moment, in dem die Einsamkeit oft leise anklopft. Es ist nicht so, dass plötzlich alle Menschen weg sind. Es ist so, dass die Gründe, warum man sich gesehen hat, wegfallen. Man ist nicht mehr der Kollege, man ist nicht mehr der aktive Vater oder die aktive Mutter im Alltag. Man ist plötzlich einfach nur man selbst. Und das kann beängstigend sein. Ich möchte euch heute 6 tiefe Schritte zeigen, die mir auf meiner persönlichen Reise aus dieser Stille geholfen haben. Erstens, die schmerzhafte Erkenntnis der Rollenlehre. Ich dachte lange Zeit, ich bin mein Job. Ich war stolz auf das, was ich geleistet habe. Als der Tag der Rente kam, war da erst Erleichterung. Aber dann kam die Frage, wer bin ich eigentlich ohne meine Visitenkarte? Ich musste lernen, mich neu zu finden. Ich musste akzeptieren, dass mein Wert als Mensch nicht an meiner Leistung oder meiner Position hängt. Das war ein Prozess von Monaten. Ich musste wieder lernen, mich selbst als wertvoll zu empfinden, auch wenn ich keinen vollen Terminkalender mehr hatte. Zweitens, die digitale Hürde überwinden. Ich gebe es zu. Ich hatte anfangs Angst, den Anschluss zu verlieren. Wenn die Enkelkinder über Apps reden, von denen ich noch nie gehört habe, fühlt man sich schnell alt. Aber ich habe gelernt, Technik ist kein Hindernis, sondern eine Brücke. Ich habe mir Hilfe gesucht, habe Kurse besucht und einfach ausprobiert. Mein erster gelungener Videoanruf mit einem alten Freund aus der Schulzeit hat mir gezeigt, dass die Welt nur einen Klick entfernt ist. Plötzlich konnte ich Gesichter sehen, die ich jahrelang nur auf alten Fotos kannte. Das hat mir gezeigt, wir sind nicht isoliert, wenn wir bereit sind, die neuen Werkzeuge der Verbindung zu nutzen. Drittens, das Ja-Sagen neu lernen. Ich hatte mich unbewusst zurückgezogen. Wenn mich jemand fragte, ob ich mit zum Wandern komme oder zu einem Spieleabend, habe ich oft abgesagt. Ich fühlte mich müde oder ich dachte, ich passe da nicht rein. Aber das war die Isolation, die aus mir sprach. Ich musste wieder lernen, aktiv Ja zu sagen, auch wenn ich mich anfangs unwohl fühlte. Jeder Schritt vor die Tür, jedes Gespräch beim Bäcker, jede kleine Interaktion war ein Sieg gegen die Stille.
Es geht darum, den Muskel der sozialen Interaktion wieder zu trainieren. Er verkümmert, wenn man ihn nicht nutzt. 4. Die Kraft des Ehrenamts und der Weitergabe. Ich habe angefangen, meine Zeit bewusst zu geben. Ich habe gemerkt, ich habe so viel Wissen, so viel Erfahrung. Warum sollte das mit mir in Rente gehen? Ich habe angefangen, in einem Gemeinschaftsgarten zu helfen und ab und zu in der lokalen Bibliothek vorzulesen. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich werde gebraucht. Die leuchtenden Augen der Kinder oder das Dankeschön eines Nachbarn. Das war Balsam für meine Seele. Es hat mir gezeigt, dass ich immer noch einen Platz in dieser Gesellschaft habe. Wir sind nicht abgeschrieben, wir sind nur in einer neuen Phase. 5. Kleine Rituale gegen die Stille im Alltag. Die Einsamkeit schlägt oft in den kleinen Momenten zu. Deshalb habe ich mir neue Routinen geschaffen. Ich mache jetzt jeden Morgen Yoga, ganz für mich. Ich zelebriere das achtsame Trinken meines Kaffees, ohne dabei fernzusehen oder am Handy zu sein. Diese Momente der bewussten Einsamkeit haben mir geholfen, die Stille nicht mehr als Feind, sondern als Freund zu sehen. Wenn man lernt, mit sich selbst allein zu sein, ohne sich einsam zu fühlen, gewinnt man eine unglaubliche Freiheit. 6. Ehrlichkeit statt der perfekten Maske. Ich habe angefangen, offen über meine Gefühle zu sprechen. Wenn mich ein Freund fragte, wie es mir geht, habe ich nicht mehr nur gut gesagt. Ich habe gesagt, weißt du, manchmal fühle ich mich ein wenig allein. Und wisst ihr, was passiert ist? Fast jeder in meinem Alter hat geantwortet, mir geht es genauso. Diese Ehrlichkeit hat eine Tiefe in meine Beziehungen gebracht, die ich vorher nie hatte. Geteiltes Leid ist wirklich halbes Leid. Wir müssen aufhören, so zu tun, als wäre alles perfekt. Wir sitzen alle im selben Boot. Aber der wichtigste Moment meiner Reise, der eigentliche Wendepunkt, war der, als ich aufgehört habe zu warten. Ich habe jahrelang gewartet, dass das Telefon endlich klingelt. Ich habe gewartet, dass mich jemand besucht oder mich fragt, wie es mir geht. Ich war in einer passiven Rolle, in der Erwartungshaltung, dass die Welt auf mich zukommen muss, weil ich ja jetzt alt bin. Aber die harte Wahrheit ist, das Leben wartet nicht auf uns. Die Welt dreht sich weiter, und jeder ist mit seinem eigenen Schicksal beschäftigt. Hier ist der wahre Gamechanger, den ich euch versprochen habe. Werde vom Gast zum Gastgeber deines eigenen Lebens. Was meine ich damit? Hör auf zu warten, dass jemand dich einlädt. Lade du ein. Ruf du an. Gestalte du den Raum für Begegnungen. Wenn du willst, dass jemand mit dir redet, dann fang du das Gespräch an. Wenn du willst, dass jemand dich besucht, dann koch Kaffee und sag, komm vorbei. Das nimmt dir die Opferrolle und gibt dir die volle Macht über dein soziales Leben zurück. In dem Moment, in dem ich aufgehört habe, ein Gast zu sein, der auf Bedienung wartet, und angefangen habe, der Gastgeber zu sein, der gibt, ist die Einsamkeit verschwunden. Plötzlich war mein Haus wieder voll Leben, weil ich die Türen geöffnet habe. Zuerst in meinem Kopf und dann in der Realität. Fühlst du dich gerade auch manchmal unsichtbar? Hast du Momente, in denen die Stille zu laut wird? Bitte schreib es mir in die Kommentare. Wir sind hier eine Gemeinschaft bei Leben reifer weiter. Ich lese jede eurer Geschichten und ich möchte, dass wir uns gegenseitig stützen und inspirieren. Wenn dir meine Geschichte heute ein wenig Mut gemacht hat oder dir eine neue Perspektive geschenkt hat, dann lass ein Abo da und gib dem Video einen Daumen hoch. Wir gehen diesen Weg gemeinsam. Du bist nicht allein und es ist nie zu spät, den ersten Schritt zu machen. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal.